Das ist ein Reichtum, das ist ein Schatz in Port von der Gemeinde zu sein, nicht? Okay, wir wollen wieder gehen. Von der war wir ein bisschen andere als eine Botschaft haben, dass das da ein Taubfoto von uns Glaubensbekenntiss. Wir sind dort im letzten Jahr durchgegangen und wir haben das keinmal offiziell aufgeschlossen. Und von der waren wir das offiziell aufschließen. Nicht, dass das letzte ist, was wir mit dort zu tun haben, aber noch einmal bet so übergehen. Und das wird vielleicht ein bisschen eindeutig kommen. Vielleicht ein bisschen so, wenn wir mit der Schule 500 spielten in der Fähre, ein paar Stück wäre, wird eindeutig Balls schmijten. En we moesten bloß zijn hoeveel we daarvan te holen krijgen. Ook een ander weer ik wil je in IJsingen gezegd schmieden en voor zich zoveel als mogelijk op te lijken. Die zoveel als mogelijk daarvan krijgen. Als tekst te dit, als een aanleiding te dit, een ondersteuning te dit, wil onze Bibel opmerken in Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20 von Vers 17 bis 27 angeht mit zu lesen. Paulus war auf seine dritte Missionsreise gewesen. Und wir war ich zurück nach Jerusalem. Und am Paar, dass noch sei nach Jerusalem. Er will hier nach Jerusalem kommen. So er will auch nicht alle Wege anfahren, wo die Jankert haben anfahren. So er will sich ein Schab nehmen, was nicht für den Ephesus anfuhr. So er nahm einen Schab, was noch Milet fuhr. Und dann leitet die Älteste von Ephesus weiter. Kommt hier noch Milet. Hier will ich nach einmal was übergehen mit Jüntaub. Er wusste, dass das würde wahrscheinlich das letzte Mal sein, was er sein wird auf dieser Welt. So er hat ein großes Verlangen, noch einmal zu sein. So er kriegt die Älteste dahin. Und dort wird sich das Text hier handelt. Also Vers 17, aber von Milet sandte er gen Ephesus und ließ fordern die Ältesten von der Gemeinde. Als aber die zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisset von dem ersten Tage an, da ich bin nach Asien gekommen, wie ich alle Zeit bin bei euch gewesen und dem Herrn gedient habe mit aller Demut und mit viel Tränen und Anfechtungen, die mir sind widerfahren von den Juden, die mir nachstellten. Und wie ich nichts verhalten habe, was da nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt hatte und euch gelehrt, öffentlich und sonderlich. Wie ich nichts verhalten habe, nur Strick geholt oder nur Plitsch geholt, hat das alle mitgeteilt und habe bezeugt, beiden, den Juden und Griechen, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Das hat er an alle gesagt. Und nun sehe ich im Geiste gebunden, am Gerstel gebunden, fahre hin gen Jerusalem, weiß nicht, was mir da selbst begegnen wird, nur dass der Heilige Geist in allen Städten bezeugt und spricht, Bande und Trübsal warten mein Daselbst, und das wirkt es dort, er wurde gefangen genommen. Aber ich achte da keines, ich halte mein Leben noch nicht selbst teuer, auf dass ich vollende meinen Lauf mit Freuden und das Amt, das ich empfangen habe von dem Herrn Jesus, zu bezeugen, das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, alle die, bei welchen ich durchgekommen bin und gepredigt habe, das Reich Gottes. Darum bezeuge ich euch an diesem heutigen Tage, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe euch nichts verhalten, das ich nicht verkündigt hatte, all den Rat Gottes. Und was andere Übersetzungen sagte zu Stütte, ich werde den letzten Vers nur Schlachter nur lesen, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt.
Ja, dat is wat Paulus sagt. Ich habe nicht teruggehouden. Ich habe den Ratschluss Gottes. Ein anderer Wort würde ich sagen, ich habe den ganzen Plan Gottes gesagt. Ich habe den ganzen Wille Gottes gesagt. Das ist auch ganz Ziel, die Gemeinde von Ebenfeld, den ganzen Ratschluss Gottes zu vertalen, mitzuteilen. Das ist uns wichtig, so Paulus hier sagt, dass wir nicht verschwiegen worden von dort, was wichtig ist. Wir wollen nicht zurückholen vom Wort Gottes. Vielleicht wird eine Help sein, wenn wir eine Liste haben, wo all die Timers vom Wort Gottes Berne sind. Ich glaube, die Aufdruck sagen, ich habe nicht zur Hand. Wir haben das Buchje, was wir da huppig sind die meisten Timers Berne. Ein Fall von der OB, was da nicht Berne ist. Die Kindererziehung ist da nicht Berne. Vielleicht fällt ihr noch mehr bei. Ich glaube, der Tit war ein Punkt dabei, was wir da vielleicht nicht direkt angeschaut haben. Aber dort wir uns sicher sind, dass die Gemeinde von alles kriegt, was im Wort Gottes steht und was wichtig ist für die Gemeinde. Also, so ich al sehe, wir sind im letzten Jahr das Buch durchgegangen, auf verschiedene Gelegenheiten. Und von der wollen wir das offiziell aufschließen, noch für das Jahr aufschließen, so der Herr will, als eine Topfutung. Gut, so ich auch mal gesagt habe, was hier bei ist, soll das nicht sein, als bloß einfach ein paar wir die Lehre topgefunden, was hier bei ist. Das ist das Wichtige, der Herr ist das Wichtige, nicht? Das Glaubensbekenntnis, unser Glaubensbekenntnis fängt an mit Gott. Und warum? Wenn die Bibel mit Gott anfängt, das ist einfach, wenn alles sich um Gott dreht, das höchste Wesen, was es gibt. Gott selbst nennt sich, ich sehe dich, was ich sehe. Mose wir nicht schwierig, was das Volk sei, soll wer ihm geschickt hat, als da eine Abgabe gekriegt hat. Und dann sagt der Herr, so sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich sehe, die haben mich noch nicht geschickt. Die, was ich sehe heute, die haben mich noch nicht geschickt. Der hebräische Name von Gott ist Jahwe. Und ich glaube, ich sage, das wird dort manchmal Jehova gesagt. Der Name Jahwe kommt das hebräische Wort, was wir ungefähr sagen, Hava. Und das Wort Hava auf Hebräisch bedeutet bloß einfach zu sein oder zu existieren. Von dort kommt der Name, ich sehe, was ich sehe. Ich sehe. Das ist ein sehr bedeutungsvoller Name. Und auch ein sehr trostreicher Name, wenn einer sich da mal anlädt. Ich sehe. Ich sehe, als immer warst und was immer sein. Der hat keinen Anfang und hat kein Ende. Das ist, was forstet, was zuverlässig. Er ist der einzige Gott. Er ist ewig, er ist unbegrenzt, er ist unveränderlich, er ändert nicht. Er ist unbeschränkt, das ist kein Türraum, das ist nichts, was ihm abhält, keine Wand, was ihm abhält. Er ist unbeschränkt an alles, an Power, an Weite und an Seine. Mit so einem Gott habe ich das zu tun. In diesem Gott existieren 3 Personen. Ein Gott als Vater, Gott als Sohn und Gott der Heilige Geist. Das ist wichtig, dass wir das Gott kennen und auch erkennen. Kennen und erkennen. Das Gott hat die Welt erschaffen und erhält sie. Das leben die wenigsten Menschen von der Oma. Ich meine, das wird so
dringend gelehrt hat, als für Salz en Stunde, nicht? Dass Gott hat auch den Menschen gemerkt. Der Mensch wird ewig sein worden. Auch ewig sein worden. Wenn die wird erst, die hat dort sein an uns nein gesagt. So wie wir auch sein. Immer sein. Wir sind nicht die, ich sie, aber wir wollen auch immer sein, wenn die, was ich sie uns gemerkt habe. Und das Gott hat die Menschen gerat, indem Gott Gott Jesus Mensch wird. Indem Gott Jesus Mensch wird in die Sündeschuld für die Menschen betont hat. Das Gott hat die Menschen zu seinen Kindern gemacht. In Apostelgeschichte 7, Vers 28, da sagt es, in ihm leben, weben und sind wir. Wir sind seines Geschlechts. Wir sind von seiner Freundschaft, würden wir vielleicht sagen, Geschlecht. Ein arm Levi, ein arm Wevi, ein arm Servi. Ja, das gibt es Gott wirklich. Er ist der Vater von allen Gläubigen und der Vater von Jesus Christus. Gut, das Gott hat sich offenbart an der Natur, am Wort Gottes und aber besonders an der Person Jesus Christus. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Das ist eine sehr wichtige Aussage, ein sehr wichtiges Glaubensbekenntnis. Er ist vom Heiligen Geist empfangen, was wir von der eine Sonderschul-Lektion hatten, von der Jungfrau geboren. Er ist ganz Gott und ganz Mensch, was viele Menschen von der auch nicht glauben. Jesus Christus ist die einzige Möglichkeit geraten worden für alle Menschen. Durch sein Tod hat er den Satan besiegt und den Menschen geraten. Er ist vom Tod abgestanden und hat ewiges Leben gebracht. Er ist abgefahren zu der rechten Hand beim Vater. Von dort ist er nun ein Vermittler und ein Fürsprecher für die, die durch Arm nach Gott kommen. Dann gibt es auch den Heiligen Geist, die dritte Person eine Gottheit. Der ist auch Gott in der Person von der Dreieinigkeit, von dem ewigen Gott. Der Heilige Geist, der überzeugt den Mensch von seinen Sinn, macht den Mensch das klar, dass ein Sinn da ist. Er überzeugt ihn von der Gerechtigkeit Gottes und er überzeugt den Mensch von das Gerecht, was da am Kommen ist. Der Heilige Geist wohnt an den Gläubigen und ist die Garantie von der Erlösung. Der Heilige Geist gibt Mut, er gibt Trost und er lehrt an alle Wahrheit. Er gibt Kraft zum Dienst und Halbgläubige in heiliges Leben zu führen. Über den Heiligen Geist lehrt die Schrift auch, dass ein Mensch bei der Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist getauft wird, indem der Geist an den Mensch kommt und Arm erfällt. Dadurch entsteht die Wiedergeburt. Und wer wiedergeboren ist, der hat den Heiligen Geist. Wenn der Wiedergeborene im Geist wandelt, bleibt er mit dem Geist erfüllt. Wenn Christ soll den Geist nicht duldreichen, soll den Geist nicht dampfen, lehrt die Schrift. Zu dem Ratschluss Gottes gehört auch, dass der Herr den Mensch bei der Wiedergeburt noch, wenn ihm ein Amt übergeben wird, der Hängeblei, geistliche Gabe gibt. Und dass der Mensch diese Gabe zum Nutzen anwenden soll, zum allgemeinen Nutzen anwenden soll. Geistliche Gabe. Zu dem Ratschluss Gottes gehört auch die Bibel, die Heilige Schrift. Und was immer für eine Form du das hast. Die Heilige Schrift ist das Fehlerlose, das Vollständige und von Gott angegebene Wort Gottes. Der höchste und der letzte Autorität in alle Areas vom Glauben
und vom Wandel. Du hast nicht an wat wir uns holen können, bezieht dit, holen wel, das ist der höchste, der letzte Autorität. Damit ist viel gesagt. Die holen die Lehrbeker, Geschichtsbeker, prophetische Beker, dort dadurch reden Herr zu uns, zu der Gemeinde. Zum Ratschluss Gottes gehört auch der Mensch. Gott hat am Anfang ein paar Menschen gemacht. Er macht ihn aus sein Ebenbild mit Körper, Seele und Geist. Die 3 Parts. Er gab in den freien Wahl Entscheidungen zu machen. Und sie wären zum Anfang abrechtig und ohne Sinn. Dann ist das vollkommene Mensch mit seinen freien Wahl leider aber durch Ungehorsam, Unglauben und Übertretung in Sinn gefallen. Dadurch ist dann Sinn, Leid, Leiden, Krankheit und Tod, natürlich und geistlich, uit de Aufsinn entstehen. Aufsinn, das meint, dass das wieder oft. Und dadurch sind vom Sündefall wieder alle Menschen unter den Sinn verloren. In Brücke, in Rada. Der Verursacher von diesem Sinn, das ist der Eulenschlange, der große Drache, der Satan, was ein König ist, was in der Luft herrscht. Der wird sich als ein Widersacher gegen Gott in alles, was herrlich, rein und gerecht ist, durchstellt sich die Wehr. Das ist der, was die Menschen gefangen genommen haben. Der Satan wird auch manchmal, von der Vernahme wird auch manchmal gesagt, das ist auch eine Dreieinigkeit. In anderen sind auch, weil wir nochmal das Thema bekicken. Der Satan, der Drache, in der Tier, und der falsche Prophet. In der Offenbarung war besonders von diesen 3 Fingern. Der Drache, der Tier und der falsche Prophet. Und der haben verschiedene Funktionen. Aber mit dem will ich das sagen, das Großartige, das Gewaltige an dem Ratschluss Gottes ist, dass Jesus Christus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung vom Tod dem Teufel die Macht genommen hat. Der Teufel hat die Macht verloren. Und dann wird groß, gewaltig und dreieinig, als der auch ist, aber dem ist die Macht genommen. War die Christen. Die wird um Herrn kommen und an Christus sind. In diesem Fall, am Tod, am Kreuz, hat er die Macht genommen. Und das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, dass wir nicht frei sein können, dass wir nicht Leben haben, das Leben haben und los sein. Der Mensch kann gerettet werden. Und der Grund von der Erlösung ist Jesus Christus. Aber das ist aber der einzige Weg zu der Erlösung. Mit nichts kann ein Mensch sich die verdienen. Am gerettet werden, muss der Mensch Buße tun, muss leben und muss vom Nie geboren werden. Das passiert dadurch, wenn der Heilige Geist über den Mensch kommt und eine neue Kreatur wird, die man eine neue Kreatur verwandelt und damit ein Wortkind Gottes merkt, den Bruder von Herrn in Mattorf merkt. Der Erlösung ist dem Mensch allein nicht genug gegeben worden. Und kein Mensch kann sich diese Erlösung verdienen. Nicht durch gute Worte, nicht mit einem guten Wandel, nicht durch krank sein. Durch nichts können wir uns den verdienen. Wenn ein Mensch dann durch die Wahrheit der Erlösung angenommen hat, kann er auch weiter, dass er gerettet ist. Das lehrt uns das Wort. In dieser Lesung, von der ich geredet habe, ist für alle Menschen, die dem Herrn segnen, in am Glauben annehmen.
Da sind auch Lehrer, die sagen, oh, das ist nicht für alle Menschen, aber für all die, was dem Herrn annehmen, ist das. Und wenn du dem Herrn annimmst, dann ist das auch für dich. Gott will nicht, dass irgendwer verloren gehen wird. Aber Gott hat den Mensch den freie Wille gegeben, um zu wählen, was er tun will, das Gute oder das Böse. Der Mensch kann sich auch entscheiden, dass er dem Herrn nicht mehr deine will. Aber damit merkt so ein Mensch eine sehr, sehr anweise Entscheidung. Sehr, sehr anweise Entscheidung. Wenn er dann aber das weise Entscheidung gemerkt hat, in der Glaube, war er geboren, dann wird er auch tun wollen, was der Herr haben will, dass seine Kinder tun. Das gehört auch zum Ratschluss Gottes. Er wird ein Jünger sein, ein Schüler sein vom Herrn. Er wird einer sein, der dem Herrn nur folgt. In das Leben von einem wahrgeborenen Mensch, das beweist sich an Leib, das beweist sich an Selbstverleugnung, das beweist sich an Selbstbeherrschung, Self-Control, das beweist sich an Demut und das beweist sich am Dienst. Ein wahrgeborener Mensch will tun, was die Bibel sagt, und dass Gott in sein Wort gehorsam. Aber war auch, was sagt das Wort? Wir sind aber ein Botschafter. Wir tun das Himmelreich vertreten. Wir versuchen das wiederzubringen, dass mehr Menschen können geholfen werden. Wir wollen andere das Heil anbieten. Da. Das ist ein Part von der Gessel, von das neue Leben, dass auch andere möchten gerat werden. Und, so was ich ja in der Sinnerschule mitteilt, mir ist das lauter Zeit klar geworden, wir regieren hier all mit dem Herrn taub an seinem Reich. Wir regieren hier all mit dem Herrn taub an seinem Reich. Das sind die guten Worte, die auf den Glauben fallen. Dann haftet Wort auch nach Verschriften, wo seine Kinder sich abführen sollen, wo die kommen sollen, bei den Worten zum Beispiel. Ein wahrgeborener Mensch wird auch äußerlich antragend und schrecklich sein wollen. Dort hier Kleidung, was den Körper bedeckt, weltliche Mode, und dort was in ist von Christ Nebensache. Beispiel, Fingerring, Ohrring, Holzkette, Lappe vor, wie sagst vor, Fingernägel vor, alles was zum Schmuck gehört. So verstehe ich die Schrift, dass das nicht ein Port von seinen Kindern ist. Also zum Ratschluss Gottes gehört, dass der Mensch sich äußerlich nicht putzen soll, aber schrecklich angetrocknet, schrecklich sein, dass das antragend ist, dass Menschen wollen im Himmelreich getrocknet werden, dass das nicht nur so ein Mensch ist, was da vielleicht Grautsch ist oder irgendwas, dass die Menschen das davon auftritt, nur das soll antragend sein für die Menschen. Darin nehme ich an, hat der Herr so eine Dinge abgenannt. So, das sind verschriftetes Wort. Aufgesondert von der Welt. Gläubige führen ein Leben, was von der Welt aufgesondert ist. Eine Welt, sagen wir, aber wir sind nicht von der Welt. Und dann regt das auch, wenn wir ja sagen oder wenn wir nicht sagen. Wir brauchen nicht zu schwören, wir brauchen nicht zu sagen, ich war das, was es dort sagen, oder wo immer wir das sagen. Nee, wenn wir was gesagt haben, dann ist das so.
Wenn wir jo gesagt haben, ist das jo. Wenn wir nee gesagt haben, dann ist das nee. Der Christ, was im Herrn lebt, in seinen Mitmenschen lebt, der sieht die Welt auch von einer ganz anderen Seite als einer, der nicht Christ ist. Ab alle Areas vom Leben merkt dort einen Unterschied. Soll ich ein paar abnehmen? Das macht einen Unterschied, was wir unterrichten. Da haben wir in der Schule nicht so eine Schulbecher, was sagt, wir kommen von der Oper oder da hat sich mal ein Baumstamm so und so lang. Ram schmiede Leute von der Wahl, aber über dem hat Feit gekriegt, über dem hat das angefangen zu leben. No. Wir sehen die Welt von einer anderen Seite. Das macht einen Unterschied Unterricht von der Historie, das macht einen Unterschied Unterricht von Science, das macht einen Unterschied Unterricht von Social Studies, und alle Areas macht das einen Unterschied. Das macht einen Unterschied, was wir über das menschliche Leben denken. Als de oude Lied ja, nog een syringe te geven, dan zijn die mal durch, oder Kinder aufzudrehen, dort alle. Das macht einen Unterschied, was wir über die Obrigkeit denken. Das macht einen Unterschied, was wir über ans Schwere denken. Oder über das Reich vom Leben. Sie, sonst geht jedoch vor allem ab. Für Christ merkt das über einen Unterschied. Oder dass wir so viel besser sind als Indianer oder andere Rosen. Du hast keinen so einen Unterschied wie Gott. Wir haben einen anderen Anblick über das Leben. Wir haben einen anderen Anblick über Reichtum, über Geld, und wo wir damit umgehen und wo wir dort verdienen. Hier sind viel noch mehr Dinge, was ich bloß sehr kurz gehen. Wehrlosigkeit, habe ich schon beter erwähnt. Der Nachfolge Jesu ist ein Weg von Frieden, das Jesus dort gelehrt hat. In Christus wird geben. Nicht durch abhanden, das sein Bruder kurz sagt, nicht wenn ein Investment wird merken, aber bloß einfach, wenn das ein Port von der Christel in der Tür ist, zu geben. Nicht nur, wenn wir dann waren, direkt waren, wenn uns dann was gesehen wurde, dort zu geben nicht. Aber, weißt ihr was? Wenn wir geben, das Leben geben, dann trummelt der Haar, dass ihr Fest fallen, schert dort, dass ihr Schert fallen ist. So, wo wir zurückkriegen, sagt der Haar. Und ich sehe Zeuge dafür, dass in der Gemeinde sind, wo aufgegeben wird. Hier wird aufgegeben. Sehr Dankeschön an jemand, was er geben. Ein großer Part vom Christenleben ist das Gebet. Und dass wir im Namen Jesus zu Gott kommen, dass wir verschiedene Frauen dürfen. Und wenn es mal sehr schwer wird, dann dürfen wir fasten. Und das merkt ein Unterschied. Der Herr bezeugt sich. Das ganze Part von der Gemeinde, und wenn die Gemeinde schaffen soll, ist ein Part vom Ratschluss Gottes. Und dass wir das Ganze besser feilen, begreifen können, hat der Herr auch was all Dinge gesagt, was die Gemeinde mit schafft, dort, glaube ich, dass wir den Ratschluss Gottes besser begreifen können. Dort ist die Taufe. Wir nennen das immer 7 Dinge. Das sind verschiedene Meinungen. 7 Einsetzungen der Taufe, das Abendmahl, die Fußwaschung, der unbedeckte Kopf im Morgen und der bedeckte Kopf von der Früh, Sester. Der Bruderkuss, dann die Krankensalbung und die Eheschließung.
die 7 habe ich manchmal denke ich, da sind Einsatzungen, mit uns, wo wir dann ankicken, dort nahen. Aber der 7. Punkt, weil ich ein paar wieder sage, die Eheschließung, das ist eine Ordnung vom Familienleben. Das ist eine Ordnung für das Geschlechtsleben. Aber das gehört sich bloß zwischen in Frühmorgen, das meint so noch was, nicht eine andere Frühhaft, nicht Divorce das, ein Frühmorgen in eine Früh. Nicht zwischen 2 Männern oder zwischen 2 Frühs. Gott sei Dank, für uns fällt sich das noch weit auf. Aber wir haben viele Cousins, was dazu dort nahen, sie sind zu dort befreit. Und dort ist anti-biblisch. Zwischen ein Mann und eine Früh. Die Eheschließung ist für das ganze Leben und das ist ein wunderschöner Plan Gottes. Das ist aber nicht Gott sein Wille, dass alle Menschen sich befreien. Und das muss wir verstehen. Und wie andere, wenn da wer nicht befreit ist, dann dürfen wir das anerkennen. Der Herr hat das geplant für die Person. Und das ist so seine Schwester, so sein Bruder, als du bist. Das war sehr klar. Some Dinge kommen mir hier zu sagen. Okay, da sind noch ein paar mehr Dinge, die ich auch ansehe, ist eine Einsetzung. Das ist der Ruhetag, zu der Gottesanbetung, zum christlichen Dienst und zum Utreven. Und dann ist die Obrigkeit, der ist vom Herrn angesagt, nicht bloß die Gemeinde, er hat auch die weltliche Obrigkeit angesagt. Und wir glauben auch, dass der Herr Vorschriften hat, wie wir mit uns Körper umgehen sollen, gesundheitlich. Ich glaube nicht, dass wir nur bloß natural Brücke sind. Das sei ja fern. Ich glaube, sehr ungesund sein. Aber alles hier übertrieben nicht. Und das ist unsere Verantwortung, für das Körper abzupassen. Wenn das ist der Tempel Gottes, der Herr wohnt hier bei uns. Der menschliche Körper lebt bloß für eine begrenzte Zeit auf dieser Welt. Und der Gläubiger wird durch den Tod von seinem vom Sinn verdorbenen Körper erlöst. Und wie kicken wir was? Nur den Tag, wenn wir von dem Körper erlöst wurden. Noch ja, wahrscheinlich. Aber wir kicken wir was nur den Tag, was wir erlöst wurden. Und dann auf der letzte Part von dem Ratschluss Gottes gehört auch, dass der Herr wiederkommen wird. Wir sind in der Adventszeit von seinem Wiederkommen. Er wird mit dieser von Sinn verdorbenen Welt in eng merken. Die Welt wird mit Krachen und mit viel vergehen. Vielleicht wird keiner von uns das antworten, wenn ich glaube, wir wollen dann noch weich sein von hier, nicht? Vielleicht wird uns dahin Fenster vom Himmel wiesen, wird vielleicht sein, nicht? Betreiben. Aber das, was die Schrift auf viel steht im Alten im Neuen Testament sagt, das wird Krachen, mit Feuer wird es verbrennen. Vorher gibt es aber gräuliche Tiden. Wenn du so tun, so vieles möglich verfehlen willst. Und weißt du was? Wir sind an der Zeit. Wir sind in der gräulichen Tiden. Ich weiß nicht, dass die noch gräulicher geworden, aber wir sind dabei. Aber das Wiederkommen von uns Herrn ist dieselbe Hoffnung für uns. Wir können uns Kopf abheben. Der Herr will, dass die Menschen zu aller Zeit für seinen Kommen bereit sind, wenn wir nicht weiter, wann er kommt.
En dat is dem Herrn zijn plan. Hij heeft het dat aangereicht. We zullen dat niet unbedingt weten, wanneer hij komen wordt. Voor wat immer zijn oorzaken zijn. Dan wordt het een gerecht geven. Wer de Bekehrung im Leben versäumt hat, wird nachher keine Gelegenheit mehr haben. Das ist, was das Wort sagt, was wir dort finden. Der Ungläubige wurde dann in eine Halle kommen, was nicht für den Menschen bestimmt ist, für den Teufel, aber da wurde der ungläubige Menschen ankommen. Dort wurde der auf ewig bestraft worden. Wenn wat der Herr dat so geplant hat, heißt, das sind allweis ein Ratschluss. Aber die Gläubigen, die kommen nun unbeschreiblich scheiner Himmel voll ewige Friede und Herrlichkeit. Wo wir mit dem Herrn taub sein waren, wo wir mit dem Herrn leben waren, wo wir mit dem Herrn regieren waren, in einem immer dein. In der Ewigkeit wird kein Eng haben. Zum Aufschluss, die ich sehe, die ist noch immer. In die ich sehe, wird immer sein. Ist das nicht ein großer Trost? Die ich sehe, der ist hier, der ist an uns, und die ich sehe, der wird immer sein. Paulus sagt, dass er die Epheser den ganzen Ratschluss Gottes mitgeteilt hat. Und wir nehmen an, dass das, was ich so mit böse Herweihungen sehe, dass das mit angeschlossen ist an den ganzen Ratschluss Gottes. Psalm 33, Vers 11 sagt, aber der Rat des Herrn bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für. In Jesaja 28, Vers 29, solches geschieht auch vom Herrn Sebaoth, denn sein Rat ist wunderbar und er führt das Herrlich hinaus. Sein Ratschluss, sein Rut ist wunderbar. Das ist wundervoll, das alles, was er geplant hat, und er wird das herrlich utführen. Ich freue mich nur abstehen zum Beten. Allmächtiger Vater, wir können bloß staunen über den Plan und über den Verhaben. Du bist von immer und wirst immer bleiben. Du hast auch uns mit auf das Bild gebracht, dort wir auch Anteil haben daran. Du sollst der Herrn verherrlicht werden. Ans Ziel soll sein, die zu verherrlichen. Was du uns damit helfen, Herr. Wir danken dir auch für den Himmel, was du gemacht hast für uns. Und wir danken dir für den Weg dahin, der Jesus. Help uns, die zu verherrlichen, an alles, was wir tun. Und auch wenn wir in diesem Monat Weihnachten feiern, musst du verherrlicht werden an das alle. In Jesu Namen. Amen.